Hallo Menschen, das klingt so unseriös, aber sollte ein seriöses Video sein. Ich habe mir gedacht, ich möchte diesen YouTube-Kanal mit einem Gedenken an meine Drohne Mr. Skycam starten. Bei meinem letzten Urlaub ist Mr. Skycam nämlich gestorben und Mr. Skycam als Drohne habe ich ihn auf einigen Reisen jetzt mittlerweile dabei gehabt eigentlich. Er war also quasi ein Gefährte für mich auf meinen Reisen und als solche haben wir schon durchaus gemeinsam einige Abenteuer erlebt, also auch einige Geschichten. Und natürlich gibt es kein Begräbnis, wie könnte es auch, liegt irgendwo auf einem Hang im Gebüsch in Hongkong. Aber selbst wenn, natürlich gäbe es kein Begräbnis, das ist natürlich komisch, das Ganze ist immerhin eine fliegende Kamera und mehr nicht. Aber so ganz nichts ist es dann doch wieder nicht. Also ja, einfach weil ich mit dieser Drohne schon viele Abenteuer erlebt habe und den möchte ich hier in einem Video jetzt quasi gedenken, beziehungsweise sie ein bisschen zusammenfassen, die Erinnerungen und auch zeigen. Hier ist noch, wo Mr. Skycam insgesamt gestorben ist. Das Ganze war im Sai Kung East Park von Hongkong. Das ist das Foto, was ich dort aufgenommen habe. Also ich bin dort rechts diese Stufen raufgegangen und dann dort geflogen und dort oben auf das wird ein Hügel und dort ist er eben runtergefallen. Damals am 4. November 2017 ist meine Drohne zum ersten Mal in Moto-Ujina geflogen, in Hiroshima. Das ist im Süden von der Stadt eine Hafengegend. Im Endeffekt bin ich dort, wie man jetzt in den folgenden Aufnahmen sehen kann, sehr, sehr oft geflogen. Vielleicht 10 Mal oder so. Ja, ein wirklich schöner Ort. Ich mag ihn auch ohne den Drohnenfliegen sehr, aber das ist eben einer der wenigen Orte, wo man in der Stadt Hiroshima Drohnen fliegen kann. Und das habe ich auch sehr, sehr oft genützt. Und in Moto-Ujina habe ich auch Ende Februar war das, meine Drohne einmal verloren und sie lag dort 2 Tage, 2 Tage im Wald im Endeffekt. Man kann jetzt gleich sehen, da hinten gibt es eben Wald und dort habe ich sie verloren. Es war schon dunkel, und ich konnte nicht feststellen, wo sie sich genau befindet. Ja, also viele Abenteuer, die ich dort erlebt habe in Moto-Ujina im Endeffekt. Viele Aufnahmen, die ich gemacht habe, viele Videos, wie man sehen kann. Ein ganz besonderes Erlebnis mit meiner Drohne war auch am 01.01.2018. Da bin ich in der Früh wann war das, 4 oder so aufgewacht, habe beschlossen, nach Moto-Ujina mit dem Fahrrad zu fahren und dort Aufnahmen vom ersten Sonnenaufgang 2018 zu machen, was sich wirklich ausgezahlt hat. Einerseits mit meiner Kamera, andererseits natürlich mit der Drohne und hier zeige ich natürlich, was meine Drohne aufgenommen hat. Also das war ein sehr, sehr schöner Tag auch und er hat super angefangen mit einem tollen Drohnenflug. Komin no Hama, ein Strand, zu dem mich meine Host Family geführt hat. Das war auch ein Tag, damals gab es den wohl stärksten Wind, den ich
nein, nicht den stärksten Wind, mit dem ich bei der Drohne geflogen bin, aber ein ziemlich starker. Ich habe mich nicht getraut, übers Wasser zu gehen. Die Drohne hat sich teilweise selber einen Höhenunterschied von 2 Metern oder so gehabt. Hatte auch ziemliche Probleme zu fliegen dann im Endeffekt. Und ja, aber es hatte noch angefangen zu schneien sogar. Und damit geht es weiter nach Hokkaido, wo mich mein Drohnenabenteuer als nächstes hinbrachte. Das hier war in Niseko, wo es im März noch jede Menge Schnee gegeben hat, wie man sehen kann. Ich wäre gerne mit meiner Drohne geflogen, mit Autofollow, während ich gesnowboardet bin hier. Ich glaube, nein, das ist der Berg, auf den ich rauf wollte, Mount Yote, bei dem anderen Berg, den man am Anfang gesehen hat, bin ich gesnowboardet. Aber leider gibt es in Niseko ein lokales Gesetz, dass man die Drohne nicht zum Snowboarden in die Snowboardgebiete mitnehmen darf. Aber ja, dafür konnte ich dann noch ein paar Aufnahmen, zumindest hier ein wenig abseits vom Snowboardgebiet machen. Ja, weiter ging es nach Oshamambe. Es war lustig. Dort hätte ich eigentlich nur umsteigen wollen, aber dann habe ich mein Zugticket verloren und beschlossen, noch einmal mit der Drohne zu fliegen. Und es ist ein sehr, sehr schöner Ort eigentlich. Also das Dorf ist, oder die Stadt ist ein wenig runtergekommen, aber dieser Strand ist schon sehr cool. Ist halt direkt an der Autobahn. Aber ja, so haben sich hier auch noch tolle Aufnahmen machen lassen. Auch lustig ist, die Drohne ist, wie ich dieses Foto gemacht habe, ein bisschen zu weit raus aufs Meer geflogen und der Pazifikwind hat sie erwischt. Da hat sie 2% Akku innerhalb von ein paar Sekunden verloren. Als nächstes ging es nach Toyako, also dem See Toya. Die Gegend hat mir im Prinzip am besten gefallen von Hokkaido, aber das kommt dann im Hokkaido-Video. Aber es war auch perfekt, um mit der Drohne dort zu fliegen. Also ein paar der schönsten Aufnahmen habe ich sicher dort gemacht. Ich wäre dann eigentlich gerne bei Mount Usu geflogen. Das ist ein Vulkan in der Nähe von Toya, vom See Toya. Aber als ich dort ankam, war dort jemand, der mit einer DJI Mavic oder so, also eine DJI-Drohne, geflogen ist und der hatte eine Japan Radio Association und da habe ich mich dann nicht getraut zu fliegen. Er hat zwar gesagt, ich soll fliegen, ja, und das ist Nagawa. Mehr sage ich dazu nicht. Weiter ging es dann zum See Shikotsuko, bei dem ich auch wiederum geflogen bin. War der schönste See, glaube ich, den ich gesehen habe. Vielleicht in meinem Leben bis jetzt, also ein wirklich, wirklich schöner. Und insofern auch wiederum schöne Bilder, die man machen konnte. Vor allem auch mit dem Sonnenuntergang, das war sehr cool. Das war ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ja. Das war es dann eigentlich von Hokkaido. Weiter ging es dann nach Honshu, wo ich nicht dazu kam, meine Drohne zu fliegen. Ich glaube, in Nara wäre es möglich gewesen. Da waren am Abend schon sehr wenig Menschen, da wäre das vielleicht gegangen. Aber ich habe es nicht gemacht, vor allem hatte ich die Drohne auch nicht dabei. Und Kyoto war ein No-Go. Ja, weiter ging es dann nach Kyushu. Das ist Beppu, das ist Mount Tsurumi. Der ist eigentlich neben Beppu. Dauert ungefähr eine Stunde oder so hin. Sehr zu empfehlen auch natürlich, wenn man in Beppu ist. Sehr schön. Hat Ausblick auch auf Beppu. Und dort ließen sich ein paar sehr coole Aufnahmen machen. Gerade mit diesem Nebel eigentlich, mit den Wolken im Hintergrund oder so, ist das sehr gut geworden.
anschließend nach Beppo ging es weiter nach Aso. Das ist Nakadate, der Krater. Da habe ich den Rekord aufgestellt von der Distanz, die weiteste Distanz, die ich mit Mr. Skycam geflogen bin. Das waren 1400 Meter insgesamt, 1250 Längenmeter und 150 Höhenmeter. Und hier ist dann habe ich dann die Verbindung auch verloren, weil da ein Steinchen wahrscheinlich zwischen die direkte Linie gekommen ist. Und die Drohne, Mr. Skycam, jetzt menschlich humanisiere ich sie schon, ist automatisch zurückgekommen, wie sie das eben tun sollte. Ja, hier bin ich viel geflogen. Aso ist komplett, also lustigerweise ist es irgendwie eine Flugzone und dann auch wiederum keine Flugzone. Also Japaner, Angestellte haben mir gesagt, hier darf ich fliegen, und Schilder haben gesagt, hier darf ich nicht fliegen. Komische Sache, aber egal. Ja, das ist der Kraterrand, wo ich auch einmal hingegangen bin und geflogen bin. Das hatte so ein bisschen das Gefühl von, also nicht so ganz wie die Mauer in Game of Thrones, aber zumindest ein bisschen, würde ich sagen. Hier kann man das sehen, diese Kratermauer. Das war auch sehr cool. Auch in Asoshi, also der Stadt Aso, kann man mit der Drohne fliegen. Das ist nämlich alles, wird als nicht dicht besiedeltes Gebiet angesehen. Und das hier ist dann Yawatahama. Und da kann man schon sehen, also da hatte ich einen der stärksten Winde, glaube ich. Das war auch der Ort, wo ich meine erste und eigentlich einzige richtige Bruchlandung gemacht habe, wobei es keine richtige Bruchlandung war. Aber ja, der Wind war so stark, dass es da eigentlich nicht wirklich möglich war, gut zu fliegen. Die Bruchlandung war dann auch so, im Prinzip war es keine Bruchlandung. Die Drohne war halt zu schnell und ist mehr flugzeugmäßig gelandet als helikoptermäßig, und dafür ist sie halt nicht gebaut, vor allem weil das auch ein Hang war, wo sie gedacht hat, dass die Landebahn wäre. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ein paar Fotos haben sich trotzdem machen lassen. So eine Rundumansicht habe ich aber nicht geschafft. Da bin ich ziemlich in der Mitte eigentlich gestanden, und da ist die Drohne dann auch schnurgerade im Rucksack gelandet eigentlich. Und das ist Uwajima, eigentlich der letzte Ort, wo ich geflogen bin, bevor ich dann die Drohne in Hongkong verloren habe. Also die beiden Orte, Yawatahama und Uwajima, waren in Shikoku. Und hier lustigerweise hat es angefangen zu regnen, wie ich mit der Drohne geflogen bin. Das hat dann den Flug beendet. Kann man hier in dieser Aufnahme sehen. Jetzt dann gleich. Es sieht ein bisschen aus wie Schnee sogar, aber das hängt mit der Drohne zusammen. Vor allem, weil ich dann auch wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, was war das gerade eben. Und dann habe ich auch ein paar Tropfen auf die Kamera gekriegt. Das hat der Drohne nichts gemacht, aber ich habe dann halt aufgehört zu fliegen. Außerdem wollte ich den Zug erwischen. Uwajima war aber grundsätzlich sehr cool eigentlich. Ich hoffe, dass Mr. Skycam wie einige von den großen Künstlern erst nach seinem Tod bekannt wird, berühmt wird. Zugegeben, vor seinem Tod habe ich nichts von ihm veröffentlicht, aber ja. Insofern hoffe ich, dass es Mr. Skycam, dort wo er jetzt ist, gut geht. Vermutlich ist es einfach nichts, aber trotzdem möchte ich sagen,